Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und auf die Folge haben bestimmt einige von euch gewartet, denn heute werden wir den Endboss im YouTuber Dungeon endlich mal versuchen zu besiegen. Ja, wir haben ihn uns noch nicht weiter angeschaut. Der ein oder andere von euch wird wahrscheinlich schon wissen, wer sich dahinter verbirgt, ja. Und natürlich habe ich jetzt wahrscheinlich durch meinen Titel oder mein Thumbnail jetzt das eh schon gespoilert, aber ich denke mal, das sollte jetzt nicht so wild sein. Auf jeden Fall, ja, kam jetzt ja der Legendary Dungeon dazwischen, der kam uns ja ein bisschen durch die Quere, deswegen mussten wir ja ein bisschen davon abweichen von unserem ursprünglichen Plan, sonst wäre der vielleicht auch schon durch gewesen, der YouTuber Dungeon, ja, oder hätte ich den auf jeden Fall mal nebenbei mal so ein bisschen durchgespielt, ne? Allerdings, wie gesagt, ist er jetzt momentan auch gerade jetzt zu dem Zeitpunkt der Leggy Dungeon draußen hier und da mussten wir natürlich dann erstmal frisch da rein, bevor wir dann mit unserem gewohnten Plan weitermachen. Und das werden wir jetzt auch tun. Natürlich werden wir auch noch weiterhin den legendären Dungeon, solange er da ist, natürlich auch noch weiterhin in Beschlag nehmen, ja. Aber jetzt werden wir erstmal, bevor das losgeht, werden wir erstmal jetzt den... ich wollte den Ausdauer skillen. Gut. Ja, klappt gut. So sehen momentan meine Basisattribute aus. Ja, jetzt werden wir erstmal schauen, ob wir es auch hinkriegen, den 20. Gegner im YouTuber-Dungeon zu klatschen. Dann haben wir tatsächlich schon 20 YouTuber gelegt hier. Das ist natürlich schon sehr, sehr nice. Und ja, jetzt stehen wir hier vor dem finalen Endboss und wir drücken drauf und es ist natürlich, ihr habt es schon gesehen, es ist Skate702, ja, auch ein YouTuber, ich glaube irgendwie ein Technik-YouTuber oder so, macht auch Shakes and Fidget ab und zu und ist hier jetzt der 20. Gegner im YouTuber-Dungeon, Stufe 575 ist er und ja, Charakterdesign finde ich ganz nice. Hier mit der Axt hinten in der Hand und hier das Met vorne. Ja, das ist ziemlich cool, wo anscheinend Blut oder sowas rauskommt. Also cooles Design auf jeden Fall, finde ich sehr gelungen. Aber das nützt ihm natürlich auch nicht viel, wenn er nicht gegen uns hier gewinnt. Und jetzt schauen wir erstmal uns die Klasse an, was das überhaupt ist. Es ist ein Stärke-Gegner. Oh, das könnte ja... Mal gucken. Wir schauen mal. Wir lassen uns mal überraschen. Wir wollen mal nicht gleich den schwarzen Peter hier an der Wand malen. Deswegen, ne, ein Krieger und haut halt hier so viel Schaden raus, ne. Das ist halt schon ein bisschen frech irgendwo auch, ne. Das ist ein Berserker. Lol, das ist ein Berserker, Alter. Oh! Ja gut. äh, ähm... Ja, also man hat gemerkt, es ist ein Berserk. Ich habe erst gedacht, warte mal, der haut so viel Schaden raus als Krieger? Nee, das kann doch auch nicht sein. Dann habe ich meinen Marquardt gesehen, dass der irgendwie einen Treffer ausgeteilt hat. Das war nicht mal ein Crit-Treffer und hat schon Hälfte des Lebens. Momentchen mal, hier stimmt doch was nicht. Und dann habe ich halt gesehen, dass hier der Skate irgendwie ein paar Mal mehr hintereinander angegriffen hat. Und ja, natürlich für die Leute, die es nicht wissen, ne, der Magier macht gegen den Berserker doppelten Schaden. Ne? Das ist natürlich für uns hier als Magier ist das natürlich, natürlich eine feine Sache, sage ich jetzt mal so. Ne? Aber das ist jetzt auch, dass wir den 20., den Endboss jetzt vom YouTuber-Dungeon hier gewone-shottet haben. Jo, das ist auf jeden Fall mal nochmal einen Kampf zeigen wert hier. Ja, da ist mir halt jetzt aufgefallen, ja, irgendwas hier stimmt hier ja jetzt nicht hier, ne? So. Ja, einfach mal gewone-shottet hier, den 20. Gegner. Krass. Ja, heftig. Heftig auf jeden Fall. Ich habe mich schon gewundert, der macht so viel Schaden als Krieger, das kann doch nicht sein hier. Ja, dann kommt der One-Shot. Nice. Haben wir den YouTuber-Dungeon jetzt gelegt und jetzt kommt natürlich, jetzt brechen schwere Zeiten an hier im Lande der Schattenwelt von Shakes and Fidget, denn jetzt haben wir 3 Endbosse vor uns hier, ne? Und die sind alle nicht ohne. Ich hab den, glaube ich, im Livestream mal gezeigt, aber ich muss euch den Kampf auch nochmal zeigen. Als nächstes werde ich höchstwahrscheinlich hier in Hemoridor den Nekromanten versuchen zu besiegen. Den habe ich schon ein paar Mal fast geschafft. Ansonsten hier ist Magier, könnte auch gut was werden. Hier ja, auch Berserker, schwierig. Ne? Aber wir gucken mal. Den Kampf speichern wir mal. Ich wollte euch den zeigen hier. Passt auf. Für die Leute, die den Livestream nicht gesehen haben,
Da hatte ich den auch mal kurz gezeigt gehabt, aber ja, ich sage euch ganz ehrlich, das ist eine harte Nuss, ist das. Ne? Und ist aber, wie gesagt, ist machbar. So, hier hätte der Marquardt vielleicht schon einen Crit mehr rausgehauen. Dann macht sich das nachher am Ende auch bemerkbar. Ihr werdet sehen, was ich meine. Ja, die Kunigunde macht hier wirklich eine Top-Arbeit auf jeden Fall. Ne, bei dem Versuch muss sie auch, wenn wir den Gegner hier zur Strecke bringen wollen. Ja, da muss die Performance da on point sein, wie Ausrufezeichen. Aber natürlich auch von mir, hier von dem Chef selber jetzt hier. Der muss natürlich auch ran. So, der macht gute Arbeit, aber es hat leider nicht gereicht. 15 Millionen Leben haben gefehlt, damit wir hier den Nekromanten zur Strecke bringen. Hat leider nicht gereicht. Das Teil hier vom YouTuber, dann können wir eigentlich auch direkt hier mal zerlegen. Ja, hat leider nicht gereicht für den Nekromanten. Jetzt müssen wir den Nekromanten, anstatt im Dungeon, müssen wir ihn hier im legendären Dungeon mal weiter versuchen. Und ja, ich habe hier noch nicht großartig weitergemacht, seitdem ich mit dem Livestream fertig bin. Das heißt, ich bin hier immer noch bei meinen zwei Versuche haben wir ja gemacht und den dritten habe ich jetzt hier angefangen. Und ja, gehe hier ja auf die altbekannte Taktik, ne? Sollte ja jetzt mittlerweile jedem klar sein. Anfang Schlüsselfarm und zum Ende dann nachher dann ab Etage 100 diese Schlüssel, die man dann gefarmt hat, nutzen. Ne? Genau, ich werde aber wahrscheinlich nochmal reingehen in den Dungeon. Livestream-mäßig meine ich so. Weil ich wirklich mit der Waffe so doll liebäugel, das ist mir wirklich selbst schon unheimlich. Aber ich möchte die so ganz gerne haben. Also ich würde die schon ganz gerne haben wollen, ja. Und ich glaube, ich werde nochmal im Livestream vielleicht nochmal 2 Durchgänge oder so machen. Ja, nochmal 2 Runs vielleicht nochmal. Und da werden wir uns dann vielleicht auf die Jagd begeben nach der legendären Waffe mit eventuell auch guter Spanne. Wenn dann eine legendäre Waffe rauskommt, die eine Spanne von 1 hat, ja, dann schmeiße ich meinen PC aus dem Fenster. Ja, dass mal klar ist jetzt hier auch mal. Jetzt mal hier, ne? Da habe ich nämlich überhaupt keine Lust drauf. Oh, nice, Napic. Ja, also das auf jeden Fall. Ne? Ich glaube, mittlerweile sollte bekannt sein, dass ich ganz gerne die Waffe haben möchte. Ich hatte gesehen gehabt, beim Stream, also mittlerweile hat jetzt halb YouTube Deutschland die Waffe, aber ich habe sie nicht. Und das kann jetzt aber auch mal irgendwo nicht angehen wie ein Elektrogrid, wenn die Steckdose fehlt. Ich habe gesehen, bei Terra und Unge im Livestream, die haben beide zum gleichen Zeitpunkt eine Leggy-Waffe bekommen. Ja, also die beiden. Dann der Painy hat eine Leggy-Waffe bekommen. Ja, und dann hört es auch schon fast auf mit YouTube Deutschland. Ja, also ich fehle noch auf jeden Fall. So, wir gehen ins Licht und räumen mal das Holz hier weg, mal jetzt hier. Mal ein bisschen in den Wald fahren, jetzt mal hier ein bisschen Holz hacken, auf jeden Fall. Ja, also da bin ich auf jeden Fall versucht, diese legendäre Waffe auch zu bekommen. Ja, damit ich sie auch in meiner Sammlung begrüßen kann und ja, damit auf meinem alten Server auch flexen kann. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken, ob Leute schon auf meinem alten Server hier den neuen legendären Dungeon schon durchgespielt haben oder ob da schon ein paar Leute... Wir schauen mal. Farm-Equipment könnte man theoretisch abfarmen, jetzt, ne? Aber so einer sind wir natürlich nicht. Aber der erste hier gerade am Questen auf jeden Fall. Bei irgendwen hatte ich schon das neues Leggy gesehen. Hier, guckt euch das an, der Teufli. Ja, der hat hier eine Leggy-Waffe am Start, Junge. Holy shit. Aber ich glaube, das war noch seine alte Waffe. 4500er Spanne, war es, glaube ich, noch die alte? Vielleicht hat er eine legendäre gezogen und die dann transmoggt zur neuen. Das würde ja auch gehen. Ne? Allerdings, hier, auch schon neues Handschuhe hier am Start. Nice. Sieht auch sehr gut aus, wie ich finde. Ne? Hier auch der Anhänger. Ja, also man sichtet schon den einen oder anderen hier. Ne? Da würde ich mich auf jeden Fall auch ganz gerne einreihen wollen. Habe ich ja, ich wollte ich dachte, ich habe jetzt nicht mein Farm-Equipment an hier, wegen Qualität von Gegenständen, Ausrüstung. Ja. So, und dann sind wir jetzt auch gleich wieder durch hier mit diesem Run. Auf den anderen Servern muss ich das auch machen. Ich habe es echt vernachlässigt. Ich glaube, ich habe jetzt schon einen Tag verpasst mittlerweile. Auf allen Servern. Ja, wenn ich es auf einen Server verpasse ich auf allen Servern natürlich. Weil ich das überall gleichzeitig immer durchrushe dann. Und
Digga, noch eine Tür. Ah, Steine, okay. Von Holz jetzt Steine. Genau. Auf jeden Fall bin ich jetzt gleich beim Zwischenboss. Das heißt, dass ich sowieso vorher sterben muss, jetzt, weil ich den eh nicht mehr besiege. Das heißt, wir können hier noch getrost Monster klatschen und noch ein paar Schlüssel farmen, bevor wir beim ersten Zwischenboss sind, beim Schmollum, und dann da verrecken, ne? Deswegen können wir auch ruhig davor verrecken. Ja, also jetzt verrecken wir sowieso. Das heißt, wir versuchen mal zu flüchten. Perfekt. Hat gut geklappt, ja. Und dann können wir jetzt hier schon direkt das gesammelte Holz... Ey, man bekommt so viele alle Attributsachen irgendwie aus dem Dungeon. Das ist ja auch irgendwie auch irgendwo jetzt auch mal irgendwie, jetzt weiß ich nicht. Ja. Das waren jetzt wieder Weisheiten auf jeden Fall. Ah, nice, ein paar Sanduhren. So, 3 Bier in der Taverne machen wir auf jeden Fall noch. Aber ich denke mal, das soll es jetzt vorher erstmal soweit gewesen sein. So, Arena Manager könnte man auch mal wieder opfern. Also, ja. Ich hatte ja jetzt frei gehabt, da die Zeit, wo der, bis zum Leggy Dungeon, jetzt wo er draußen ist wieder schwieriger mit der Zeit auf jeden Fall. Deswegen, man merkt's. So, nice, den Smudo kriegen wir wieder geklatscht, das ist sehr gut. Und ja, dann soll es das auch soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.